Wählen gehen ist wichtig, aber was ist, wenn es keine Parteien und Kandidaten gibt, die mich überzeugen? In so einem Fall machen viele ihr Kreuz beim aus ihrer Sicht geringsten Übel. Andere geben einen leeren Stimmzettel ab oder wählen ungültig. Und wieder andere gehen gar nicht zur Wahl. In manchen Ländern gibt es aber noch eine Option am Stimmzettel, nämlich None of the above, also keine der genannten. Aber wer würde diese Option wählen? Und welchen Einfluss hätte das auf das Wahlergebnis? Damit beschäftigen wir uns in unserer Forschung an der WU. Ich heiße Ben Greiner, bin Professor an der WU und leite das Institute for Markets and Strategy. Mein Name ist Anita Ziednik. Ich bin Assistant Professor am Institute for Markets and Strategy. Wählen gehen, aber für niemanden stimmen. Das klingt im ersten Moment komisch. Aber es gibt gute Argumente, so eine Option einzuführen. Sie könnte ein Ventil sein, um Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien oder dem politischen System auszudrücken. Und das deutlicher, als wenn man ungültig wählt und mit Leuten in einen Topf geworfen wird, die den Stimmzettel falsch ausgefüllt haben. Eine offizielle Wahlmöglichkeit für keinen der genannten gibt es momentan nicht. Zumindest nicht in Österreich. Bei der Nationalratswahl ist zwar eine Liste mit dem Namen keine von denen angetreten, in Wahrheit handelt es sich dabei aber um eine Kleinpartei. Anders schaut es in Indien aus. Dort wird ausschließlich elektronisch gewählt und auf jedem elektronischen Stimmzettel gibt es die Option None of the above. Weil man am Wahlautomaten nicht ungültig wählen kann, hat der oberste Gerichtshof in Indien entschieden, dass es eine solche Option geben muss. Auch in Kolumbien gibt es so eine Option. Dort ist es bei einigen Wahlen sogar so, dass wenn Nota die meisten Stimmen bekommt, die Wahl wiederholt werden muss. Und zwar mit 9 Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben uns gefragt, wie so eine Option auf dem Wahlzettel das Wahlergebnis beeinflusst. Zuerst haben wir 2 Online-Umfragen gemacht, eine in den USA und eine in Österreich. Die Umfrage in den USA fand kurz vor der Präsidentenwahl 2016 statt, mit ca. 2000 Personen. Die in Österreich kurz vor der Bundespräsidentenstichwahl im Jahr 2016 mit 3000 Teilnehmern. Einigen der Befragten haben wir dieselben Stimmzettel vorgelegt, die auch bei der Wahl verwendet wurden. Bei anderen haben wir am Ende des Stimmzettels zusätzlich die Option None of the above oder keine der genannten hinzugefügt. Die Ergebnisse waren in beiden Ländern ähnlich. Wenn es die Möglichkeit gibt, keinen der genannten zu wählen, steigt die Wahlbeteiligung. Und viele Menschen machen auch von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch. In den USA haben bis zu 9% None of these candidates gewählt. Besonders beliebt war diese Option bei jenen, die unzufrieden mit beiden politischen Kandidaten waren und bei denen, die vorher noch nie für einen Demokraten oder Republikaner gestimmt hatten. Donald Trump hätte am Ende weniger Stimmen bekommen, während die von Clinton ungefähr gleich geblieben wären. In Österreich war die politische Lage etwas anders. Bei der Stichwahl im Jahr 2016 waren beide Kandidaten eher vom Rand des politischen Spektrums. Alexander van der Bellen von den Grünen auf der linken Seite und Norbert Hofer von der FPÖ auf der rechten. Hier hätten zwischen 15 und 23% keinen der genannten gewählt. Durch den Fragebogen wurde klar, warum. Viele waren mit diesen Kandidaten unglücklich und wählten lieber keine von beiden. Interessanterweise hätten beide Politiker aber ungefähr gleich viele Stimmen verloren. Eine andere Frage ist, wie würden Politikerinnen und Politiker auf so eine Wahlmöglichkeit reagieren? Das ist in der echten Welt nur sehr schwer herauszufinden. Man kann ja nicht einfach das Wahlsystem für eine Studie ändern. Daher haben wir dazu ein Laborexperiment gemacht. Unsere Probanden schlüpften in die Rollen von Politikern und Wählern. Politikerinnen machen Vorschläge, wie man ein Budget von 90 € aufteilt. Fair oder unfair? Wobei sie sich bei letzterem sehr viel mehr für sich selbst behalten. Die Wählerinnen konnten dann für den fairen oder den unfairen Vorschlag stimmen oder für eine Protestoption, bei der alle, Politiker und Wähler, noch weniger Geld bekommen als bei der unfairen Verteilung. Wir haben also die große Politik im kleinen Rahmen modelliert. Wenn die Politikerin eine unfaire Verteilung vorschlug, reagierten in unserem Experiment tatsächlich 40% der Leute darauf, indem sie für die Protestoption stimmten. Das führte dazu, dass die Protestoption auch manchmal gewann und alle schlechter dastanden. In einigen unserer Experimente erlaubten wir den Wählern jedoch auch, bei der Abstimmung für eine Option keinen der Vorschläge zu stimmen. Die Stimmen dafür wurden wie Enthaltungen gezählt. Wenn diese Option angeboten wurde, dann wanderte ein signifikanter Teil der Proteststimmen dorthin.
Das bedeutete, dass die Protestoption weniger oft gewann und die Teilnehmer im Schnitt mehr Geld verdienten. Allerdings lernten das auch die Politikerinnen. Und sie machten öfter unfaire Verteilungsvorschläge, da sie jetzt weniger Angst haben mussten, dass diese abgelehnt würden. Aus den Ergebnissen können wir einige interessante Schlüsse ziehen. Wenn es die Option keiner der genannten gibt, gehen mehr Menschen wählen. Und sie wählen seltener Protestkandidaten. Donald Trump hätte die Wahl im Jahr 2016 vielleicht verloren, wenn es diese Option gegeben hätte. Wenn Protestkandidaten jedoch weniger Stimmen bekommen, dann müssen sich die etablierten Parteien auch weniger vor Gegenwind fürchten. Bleibt nur noch die Frage, ob wir so eine Option auf Wahlzetteln einführen sollten. Um dafür eine Empfehlung geben zu können, müssen erst die Langzeiteffekte erforscht werden. Vielleicht überwiegen die Vorteile von höherer Wahlbeteiligung und mehr politischer Stabilität. Vielleicht auch der potenzielle Nachteil, dass Protestwähler weniger beachtet werden. Vielleicht nimmt es auch ein Gericht die Entscheidung ab, wenn irgendwann mal elektronisches Wählen eingeführt wird. Dann wird man wahrscheinlich einen Ersatz dafür brauchen, seinen Stimmzettel ungültig zu machen oder leer zu lassen. So eine Änderung sollte gut überlegt und breit diskutiert werden. Die Forschung kann hier wichtige Zusammenhänge aufzeigen. In manchen Ländern gibt es aber noch eine Option.